In Zeiten radikalen Wandels oder existenzieller Krisen müssen Organisationen schnell reagieren und trotz Rückschlägen oder unerwarteten Wendungen handlungsfähig bleiben. In anderen Worten, sie brauchen Agilität. Ich erinnere mich an ein tolles Restaurant mit sehr innovativem Konzept, das kurz vor Corona bei uns direkt hier um die Ecke eröffnet hatte. Das super lief und immer gut besucht war, auch von uns. Nur 2 Monate nach dem ersten Lockdown hing ein Zettel an der Tür, der die Schließung verkündete. Offenbar hatten die vorhandenen Ressourcen nicht ausgereicht, um die unerwartete Krise überbrücken zu können. In dynamischen Zeiten brauchst du also Spielräume. Nicht nur, aber gerade auch bei den Finanzen. Daher braucht ihr Rücklagen, die nicht abgeflossen sind, damit ihr bei Ausfällen nicht sofort mit dem Rücken zur Wand steht. Dazu braucht ihr aber auch klassisches, sparsames Wirtschaften. Niedrige laufende Kosten oder schnelle Kosteneinsparungen in der gesamten Organisation, um bei kleinen Schwankungen nicht sofort in die roten Zahlen abzurutschen. Je größer die nachhaltigen Veränderungen, desto wichtiger ist es, nicht nur durchhalten und überbrücken zu können, sondern aktiv in Veränderungen und Anpassungen oder auch neue Chancen investieren zu können. Wie könntet ihr eure Mitarbeitenden, eure Investoren oder eure Partnerinnen dafür gewinnen, mit euch gemeinsam in die Zukunft zu investieren? Und zum Thema zukunftsfähiges Geschäftsmodell. Viele Branchen wechseln heute von Produkt zu Miet- oder sogar zu Servicemodellen. Aber in Zukunft könnten Daten, Vorhersage oder Informationssysteme und die dazugehörigen zentralen Plattformen noch entscheidender sein, da zuverlässige, individuelle und direkt verfügbare Lösungen immer bedeutsamer werden. Welche dieser neuen Geschäftsoptionen sind für dich und eure Branche und eures Geschäft möglich oder vielleicht sogar in Zukunft notwendig? Neben finanziellen Spielräumen und zukunftsfähigen Geschäftsmodellen gibt es noch einen dritten Aspekt wirtschaftlicher Agilität, den uns gerade Corona gelehrt hat. Die letzten Jahrzehnte waren geprägt von Optimierungen, Just-in-Time-Produktionen, Lieferantenkonsolidierungen und globalen Lieferketten. Angestrebt wurden möglichst leere Lager, die erst kurz vor Gebrauch, Just-in-Time, vom günstigsten Lieferanten aus der gesamten Welt ganz sparsam bestückt wurden. Corona hat leider gezeigt, es gibt kein Managementsystem, das anfälliger ist für schon kleine Schwankungen, Veränderungen und ganz besonders für Krisen. Die Folgen sind signifikante Lieferprobleme und Produktionsstopps in der Automobilindustrie und massive Umsatzeinbußen in verschiedensten Branchen. Auch hier geht es um Spielräume, um logistische. Um in Krisen und hoher Dynamik schnell reagieren zu können, solltest du Puffer einrichten. Und um Möglichkeiten zu erhalten, solltest du gezielt an wesentlichen Punkten multiplizieren, statt einseitig zu konsolidieren. Je höher das Risiko von Schwankungen, Störungen oder sogar Ausfällen, desto mehr. Wo sind in deinen Bereichen die größten Risiken in eurem Geschäft? Wirtschaftliche Agilität in Zeiten von Krisen und hoher Dynamik entsteht also durch finanzielle Spielräume, zukunftsfähige Geschäftsmodelle und wenig anfällige und dafür sogar duplizierbare Geschäftsprozesse. Der gute agile Kaufmann ist also nicht gerissener Sparfuchs oder mutiger Investor, sondern beides, jeweils am richtigen Platz. Wenn du diese Frage vertiefen möchtest, nutze gerne dafür unser Online-Tool Rote versus Blaue Welt, direkt im Anschluss. Viel Spaß dabei!